Moin. Wir begrüßen euch aus Stuttgart und machen einen kleinen Ausflug nach Spanien in den Benimar Tesoro 481. Das beliebteste Modell von Benimar. Ja, und hier in einer Sonderedition Ausführung. 50 Jahre Benimar. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Ich denke mal, eine größere Rundsitzgruppe habe ich in einem Fahrzeug unter 6 Meter noch nicht gesehen. Wie lang ist das Fahrzeug denn genau? 6,99 Meter? Nein, 5,96 Meter. Ui! Du hast da einen Zahlendreher. Große Rundsitzgruppe. Hubert. Küche. Lange Küche nach hinten. Separate Dusche. Das zeigen wir euch gleich. So, aber wisst ihr, was ich faszinierend finde bei Benimar? Da geht doch mal an einen der großen Kleiderschränke. Nee, das ist der falsche. Ich habe den hier nochmal. Müsst ihr gleich mal reingucken. Ja, na klar. Guck mal, dann haben wir das gleich gezeigt. Guck dir das an. Hier. Oh. 2 Kleiderschränke. Brauchst du auch bei dem Fahrzeug. Du hast keine Heckgarage. Aber wir gehen ja nachher noch ums Fahrzeug herum. So, und hier hole ich jetzt was raus. Das ist der Hammer. Stell das mal, habe ich es jetzt richtig rum? Ja, richtig rum. Hier haben wir den Kabinenaufbau von Benimar. Das ist echt der Hammer. GFK, GFK, GFK. Ich zeige es auch mal von unten. Das ist der Boden. Hagelresistent. Und jetzt komme ich zu den Stärken. Das habt ihr auch noch nicht gehört. Wir haben Wandaufbau 33 mm, Dach 53 und Boden 62 mm. Wow. Ja. Holzfrei, außer jetzt hier der Fußboden. Ja gut, das ist die Laufschicht im Das ist die auf dem Laufschicht. Boden, ne? Genau. Aber das ist doch interessant. Ja. Ich stelle das jetzt mal hier in den Eingangsbereich, damit uns das jetzt nicht den Platz wegnimmt. Hier ist übrigens ein Mülleimer an der Tür. Ja, das ist Klassik, ne? Tür und Mülleimer. Ja, ja. Im Eingangsbereich die Steuerung der Webasto Dieselheizung, Bedienpanel zur Anzeige der Füllstände mit Hauptschalter, Außenbeleuchtung und Schalter für die Pumpe und darüber ein TV-Anschluss, 230 Volt und Antenne und 12 Volt. Das ist der Hammer. Der Hammer. Die Sitzgruppe. Großer Tisch, große Sitzgruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vielleicht sogar 9. Da kannst du ja Partys feiern, du. Party. Und der Tisch, obwohl er sehr groß ist, wackelt nicht. Oh, das ist aber auch ein Fuß. Der ist gut breit. Der ist sehr breit. Ja, du brauchst ja auch die Stabilität. Ja. Ja, weißt du auch warum? Du kannst hier unten ein Bett auch noch bauen. Und das kannst du dir runterholen, also je nachdem, wie ihr reist. Das Außergewöhnliche hier ist das Hubbett. Das Hubbett könnt ihr in jeder Position nutzen. Das heißt, es können also auch hier unten 2, 3 schlafen und oben 2. Dazu braucht ihr dann aber eine Leiter. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, bekommt ihr das Hubbett ganz runter. Dazu muss ich den Tisch absenken, hier die Kissen kurz entfernen. Bräuchtet ihr keine Leiter mitnehmen, weil ihr von hier nach ins Hubbett, was dann ja hier unten ist, wunderbar reinkommt. Ja. Soll ich das mal machen? Ja, mach das mal. Ja. Warte mal, ich muss das genau so machen, den Tisch, dass der hier zwischenpasst. Das ist, denke ich mal, erstmal eine Übungssache. So, warte mal hier. So, die ganzen Kissen nehmen wir runter, tun wir hier hin. So, wir wollen also ins Bett gehen. So, jetzt muss ich gucken, dass der Tisch, warte mal, wo war denn das jetzt? Wo war denn jetzt die Bedienung vom Tisch? Wo kriechen die? Ach, hier! Ui. Elektrisch. Passt das? Nee, noch nicht. Ich glaube, der Tisch muss noch weiter nach da. Na gut, ich mache das erste Mal. Ja, ich glaube, das müsste jetzt passen. Ja. Passt. Zack. Passt. So, jetzt haben wir hier einen Schalter. Ui. Vorsicht, Kamera. Das geht aber zackig hier. Ja, so. Und jetzt holen wir uns das ganz runter. Das habe ich auch noch nicht gesehen.
Nur Ganz Mut. unten. Ist Super. das nicht irre? Irre. Was du hier für einen Platz hast. Du kommst Irre. rein, raus, da ist extra ein kleiner Ausschnitt hier. Du kannst dir also auch noch im Bett frühstücken und hast Platz ohne Ende, Frischluft mit der Panoramadachluke, den riesengroßen Fenstern, auch hier im Küchenbereich. Also das finde ich schon toll. Da ist noch Da mal ist Licht. da ist eine Lichtschiene. LED-Leiste. Genau. Kommst du dran? Ja, wunderbar. Jetzt habe ich Licht. Jetzt haben wir Licht. Super. Und hier oben gibt es auch noch Spots. Ja. Ne? Die habe ich nämlich gerade angemacht. Ja, Bettenmaße vom Hubbett. 1,40 Meter mal 1,91 Meter. Ihr müsst ja mal bedenken, es fällt ja dadurch, dass es muss ja hoch und runter gehen, fällt Ja. natürlich etwas weg. Das ist klar, 1,40 Meter. Hier ist es etwas schmaler. Und das Bett darunter, wenn ihr es umbaut, ist 1,40 in der Breite mal 2,10 in der Länge. Also da seht ihr dann, da habt ihr dann die volle Länge unten im Bett. Ja, und das heißt ja, du Das hättest ist ja gut. dann 4 Schlafplätze. 4 Schlafplätze. Ne? Du hast ja auch hier noch 2 gurtgesicherte Ja. Fahrplätze. Ja. Dann passt Genau. das schon, ne? Ja, wer schreit denn hier rum? Ja, die powern sich auf hier. Das sind die Händlerstände, Ja. die Verkäufer, die powern. Jetzt geht's los. Jo. Bett. Jetzt geht's wieder hoch. Gib Gummi, Nora. Gib Gummi. Also die Idee, dass man, wenn man zu zweit reist und dann die Leiter nicht mitnehmen muss, ist ja immer ein Problem. Wodurch die Leiter hin? Ja. Ne, kannst du unter die Matratze oder vielleicht auch hier in diese... Oder ich habe jetzt ein bisschen geruckelt. So, unter dem Hubbett ist die Stehhöhe, wenn wir es ganz hoch machen, 1,90 Meter. Auch gut. Ja. Das ist noch vernünftig, ne? Ja. Jetzt habe ich auch mehr Licht. Guck, Ja, genau. lauter Spots. Ja, das sollte man natürlich ausmachen, wenn man das Bett ganz runter macht. Ja. Ne? Warte mal. Ah, nee, hier. Luxus. Ein elektrifizierendes Auto. Luxus aus Spanien. Luxus aus Spanien, ja. Die verwöhnten Spanier, das hätte ich ja nicht gedacht. Genau, genau. Die verwöhnten Spanier. Aber dieses Tischbein. Aber der Tisch, der muss, das ist ja gut mit Familie. Ne? Kriegst du Besuch, kommen Ja, die Eltern, ja, die ja. Kinder, die Enkelkinder. Hast du Platz? ohne Ja, wir haben Ende. ja neulich in einem kurzen Teilintegrierten einen Abend verbracht und weißt du noch, wie viele Personen wir waren? 6, 7? 7, glaube ich, ne? Ja. 7 Personen. Das hat ja auch funktioniert. Aber hier ist ja eine richtige Wiese. Hier ist ja eine, hier kannst du ja Thekenbewirtung machen, ne? In der Sitzgruppe hier. Du müsstest mal ganz kurz dieses Staufach zeigen, vorne, unter, Oh, ja. unter der Panoramadachluke. Da hast du richtig Platz. Da kannst du gut Jacken reinstopfen, Ja. Bertel. Bei der Panoramadachluke ist mir aufgefallen, dass die über eine Kurbel bedient wird. Das ist ein schönes Detail. Ja. So, die Anheizphase ist vorbei. Ja, Da unten geht es in den Außenstauraum, ne? genau, den Ja. zeigen wir euch nachher von außen. Ja, Wir gehen ja dann noch ums Fahrzeug rum. das machen wir auch. Ja. Und jetzt versuche ich hier mal. So, jetzt habe ich ihn dir zur Seite Das ist geschoben. lieb. Gekocht wird mit 3 Flammen und Gas. Große Spüle brauchst du natürlich auch, wenn du viel Gäste hast. Hier hast du noch mal richtig Platz zum Schnippeln, was zum Abstellen. Also ja, das das- ist natürlich der Vorteil, wenn du keine Heckgarage hast. So reist, mag nicht jeder, aber den Stauraum zeigen wir euch ja noch. Du, aber die Fläche ist Ja, natürlich die ist schön. granatenmäßig, Die ne? ist schön. Ne? Guck, Oberschrank genug, mit 3-mal Klappe. Oh, oh, zack. Hier nochmal Staufach, hier oben Stauraum, also genug zum Mitnehmen. So. Schließt. So. Oben ist auch noch eine Ablage, da kommst du natürlich nur ein bisschen unglücklich ran. Ne? Ja, wir sind zu Da klein. oben, ja. Wir sind zu klein. Ich mach mal auf. Was ist das hier unten? Ah, das ist eine Klappe. Schublade. Und Besteck? Ja, Besteck. genau. Guck mal, das ist mir auch noch nie aufgefallen, wie tief der Besteckeinsatz ist. Ja, da kannst du auch richtig was reintun. Ja, Ne? ja, brauchst du. Ja. Steak, Messer, Fisch, Messer, Butter, Messer, Suppen, Softclose. Löffel.
So, und hier ist auch noch was. Ah, Strom. 230, 12 Volt brauchen wir. Ja, das findest du hier öfter, dass die Aufteilung eben 230 und 12 Volt ist. Genau. USB-C habe ich nicht gesehen im Fahrzeug. Schau. Apothekerauszug. Ja. Gut. Oh, und jetzt hatte ich, glaube ich, schon gezeigt. Hatten wir schon Kühlschrank, Absorber. Ah, ein Absorberkühlschrank. Extra. Ei, mit einer Schublade. Naja, wenn du Grillparty machen möchtest, brauchst du das, ne? Das ist ja gut gemacht. Und Eisfach hast du hier oben? Ja. Absorberkühlschrank mit 150 Liter Fassungsvermögen. 150 Liter. Ja. Auf 5 Meter? Mann, 98? Nein, er ist kürzer als 98, du Wurst. Ich nenne 96, 5,96 Meter. 96. Anno. 150 Liter Kühlschrank auf 5,96 Meter. 96. Jetzt habe ich es. Danke. Badezimmer. Badezimmer. Ja, und das ist nämlich... Halt mal die Tür fest, wir stehen nämlich vorne etwas tiefer. Schau an, schau an. Das ist der Vorteil natürlich, wenn du das Bad im Heck hast, auf die Heckgarage verzichtest und sagst, du nimmst das Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung zum Beispiel und machst die Fahrräder hinten drauf. Ja? Dann hast du so etwas. Eine separate Dusche. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ach so, guck mal, nichts zum Klappen, einfach nur... Oh, und wie leicht wird sich das abwischen lassen? Oder mit dem... wie sagt man das? Abzieher. Du kannst es ja mit dem Fenstergummi abziehen. Das ist natürlich gut. Hier. Auch mit Schwarz gehalten. 2 Abläufe. Die ist riesengroß, die Dusche, Nora. Die Stange zum Trocknen. Klare Sache. Handtuchhalter. Das ist ein Handtuchhalter. Ja. Der ist nur im Wege ein bisschen. Gut, Oberschrank. Ja. Kleines Waschbecken, das finde ich mini. Ablage, Kassettentoilette, noch ein Stauraum, Heizungsausströmer, Zahnputzbecherhalter. Alles, was das Herz begehrt. Begehrt. Stauraum auf der Beifahrerseite. Ein richtig schöner Stauraum. Hier vorne ist die Landstromeinspeisung mit Sicherung, dahinter Steuerung des Bedienpanels, ein Netzladegerät, das schwarze, und ein Ladebooster, das ist das silberne. Da ist doch Platz, da kriegst du doch was rein. Die Rahmenfenster sind bei Benima serienmäßig. Der Gaskasten ist ausgelegt für 2 11 Kilo Gasflaschen. WC, Was ist das hier? ein Stauraum. Wir haben ja hier keine Heckgarage. Dadurch, dass wir die Heckküche ja, haben, okay. gibt es hier noch... Das ist der Stauraum anstelle einer Heckgarage. Genau, deswegen ist der andere hier auf der Beifahrerseite auch nicht schlecht. Ah, okay. Ja, sehr hoch. Da kannst du gut Skier transportieren. Genau. Stromanschluss ist auch vorhanden. Licht. 230 Und 12 Volt. Ja, irgendwo musst du ja deine Sachen hinpacken. Wir haben also eine Länge, schon öfter gesagt, 5,96 Meter, Breite 2,30 Meter und eine Außenhöhe von 2,89 Meter. Das brauchen wir auch wegen dem Hubbett. So, Kühlschrank 150 Liter, Bettenmaße hatte ich, Gas 2 mal 11 Kilo, Frischwasser 100 Liter, Abwasser 105 Liter. Die Panoramadachluke ist übrigens serienmäßig. Kühlschrank, Kochen und Warmwasser mit Gas und geheizt wird mit Diesel. Der Webasto Dieselheizung, hier haben wir das Winterpaket, das heißt also auch isolierter Abwassertank und eine 5,5 kW Dieselheizung. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet das hier angebotene Fahrzeug als Sondermodell auf Ford 2,2 Liter als 3,5 Tonner. Ich habe übrigens was vergessen. Masse im fahrbereiten Zustand 2811 Kilo. 3,5 Tonner, 2,2 Liter Ford, 170 PS, Automatik, kostet 72.495 €. So, ihr Lieben, das war's heute aus einem Benima. Kurz und schmerzlos. Edition-Modell. Ja, alles drin, alles dran. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss.